Honeycomb Aeronautical hat sich gedacht, warum bauen wir nicht einfach ein Cockpit in einen Controller? Das hier ist der Echo Aviation Controller. Trim Wheel, Rudder, Schubhebel, Klappensteuerung, das klingt entweder nach absolut genial oder nach ich kämpfe neben dem Wind nun auch gegen die Hardware. In diesem Video werfen wir einen ganz genauen Blick darauf. Unboxing, Update des Flugdongles inklusive Einrichtung mit Flugprofilen und verschiedene Flugtests samt Helikopter gibt es selbstverständlich ebenso und am Ende klären wir die Frage, für wen sich der Echo überhaupt lohnt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wir starten mit einem kurzen Unboxing und Themen wie Tasten- und Hebelanordnung sowie der Haptik. Der erste Eindruck alleine von der Verpackung ist sehr wertig. Wir halten hier keine billige Pappschachtel in der Hand, sondern etwas, das man im Anschluss nicht entsorgt, sondern im Regal platziert. Das gefällt schon mal. Auch das Öffnen und Aufklappen fügt sich an diesen ersten Eindruck nahtlos an. Der Controller kommt in einer Hartschale mit Reißverschluss, in der alles kompakt zusammengefasst ist. Neben dem Controller selbst haben wir einen 2,4 GHz Funkdongel für die drahtlose Verbindung. Der integrierte 1200 mAh Akku bietet bis zu 15 Stunden Flugzeit. Sollte es mit der verfügbaren Akkuleistung einmal knapp werden, kann man jederzeit das beiliegende USB-C auf USB-A 2.0 Kabel anschließen und unterbrechungsfrei weiterfliegen. Die Kabellänge ist mit 120 cm etwas kurz geraten. Die Ladezeit für den Akku beträgt nach voller Entleerung ca. 3 Stunden auf 100%. Neben Funkdongel und Kabel liegen noch Tauschkappen bei, um den Controller individuell umzukonfigurieren. Dadurch lassen sich die Schubregler beispielsweise auf GA oder Airliner umbauen. Die Oberfläche des Controllers fühlt sich an den richtigen Stellen angenehm griffig und leicht gummiert an. Die Buttons sitzen sauber, nichts klappert, nichts wirkt billig und es wird sofort klar, dass Honeycomb aus dem Bereich der Flugsimulation kommt und nicht aus dem klassischen Gaming-Controller-Bereich. Wir haben hier einen Flugcontroller in der Hand, den du nur so entwickeln kannst, wenn du das Thema nicht nur oberflächlich bedienen möchtest, sondern lebst. Was sofort auffällt, sind die 4 Schubregler und somit 4 Achsen, die man frei belegen kann. Jede der 4 Achsen hat am Nullpunkt einen Widerstand, um beispielsweise, wenn man darüber drückt, Gegenschub zu konfigurieren. Rechts neben den Schubhebeln haben wir ein Trim Wheel. Nicht einfach 2 Buttons, sondern ein richtiges Rad. Dazu kommen dann noch weitere Hebel und Schalter, zum Beispiel für die Flaps eine richtige Wippe oder für Fahrwerk und Parkbremse richtige Hebel. 13 Tasten, ein 16-Bit Hall-Effekt Daumenstick und ein Point-of-View-Schalter für 4 Richtungen. Ein besonderes Highlight befindet sich auf der Rückseite, denn hier finden wir mechanisch verbundene Ruderpedale mit Hall-Effekt-Sensor, die sich hervorragend anfühlen. Alles lässt sich völlig frei individuell konfigurieren. Hier ein paar Soundaufnahmen für einen besseren Eindruck zur Haptik des Echos.
Für die Verbindung zu PC oder Mac, denn damit ist der Echo zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ausschließlich kompatibel, empfehle ich die kabellose Lösung. Sollte die Akkuleistung einmal knapp werden, kann man jederzeit die Kabelverbindung herstellen. Der Funkdongle wird dabei einfach an einen freien USB-A-Port gesteckt und die Verbindung steht. Einen Punkt möchte ich euch hier unbedingt mitgeben. Auf der offiziellen Homepage von Honeycomb gibt es bereits das erste Update für den Dongle. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Meine Empfehlung: Ihr solltet auf jeden Fall von Zeit zu Zeit im Download-Bereich der offiziellen Seite vorbeischauen. Dort gibt es nicht nur Treiber oder allgemeine Infos, sondern eben auch Firmware-Updates, die die Verbindung stabilisieren oder die Kompatibilität verbessern können. Darüber hinaus bietet Honeycomb fertige Steuerungsprofile für unterschiedliche Fluggeräte an und darauf gehen wir jetzt hier noch etwas gesondert ein. Im Microsoft Flight Simulator 2024 wird der Echo sofort erkannt. Standardmäßig ist hier kein Steuerungsprofil hinterlegt, auf der Honeycomb Homepage gibt es jedoch, wie erwähnt, Steuerungsprofile zum Download. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos insgesamt 6 Stück für unterschiedliche Anforderungsprofile. Somit jeweils eines für General Controls, Specific 737 MAX Controls, Airplanes Controls für 4 Triebwerke, Airplanes Controls 2 Triebwerke Boeing 737 MAX, Airplanes Controls 2 Triebwerke Airbus A320neo V2 und Airplanes Controls Single Engine. Ich habe mir noch nicht alle angesehen, aber das Profil für Single Engines ausgiebig getestet. Das Profil bildet eine gute Grundlage für wichtige Funktionen ab, belegt jedoch nicht alle Tasten und wurde von mir individuell angepasst. Wer Plug-and-Play erwartet oder vielleicht sogar voraussetzt, der sei an dieser Stelle gewarnt. Man muss sich definitiv mit dem Steuerungsprofil beschäftigen, bereitgestellte Steuerungspresets hin oder her. Ich sage schon immer, dass jeder gut damit beraten ist, sich mit dem Thema Steuerung auseinanderzusetzen. Um Zusammenhänge besser zu verstehen und um vieles nachvollziehbarer zu machen, kann ich jedem nur dazu raten. Und das ist auch hier der Fall. Was mir beim Profil von der Homepage beispielsweise aufgefallen ist, die Achse der Pedals auf der Rückseite des Controllers, also die Seitenruderachse, musste ich invertieren, damit sie richtig funktioniert. Außerdem sind viele der Tasten nicht belegt, beispielsweise war keine Kamerasteuerung hinterlegt. Hier zeige ich euch mein auf dem Profil von der Homepage aufbauendes, individuell erweitertes Steuerungsprofil für Single Engine. Ihr könnt euch gerne daran orientieren. Dazu ergänzend würde ich euch dringend empfehlen, auch mit der Empfindlichkeit des Hall-Effekt-Daumen-Joysticks und der Rudder-Funktion ein wenig herum zu experimentieren. In der Standardeinstellung können diese dem einen oder anderen eventuell etwas zu hektisch bzw. sensibel reagieren. Meine persönliche Lösung dazu seht ihr hier. Neben all den positiven Punkten, denn der Echo ist meiner Meinung nach absolut überzeugend, sind mir auch Dinge aufgefallen, die ich mir noch on top gewünscht hätte. Beispielsweise wäre statt dem Point-of-View-Schalter ein weiterer 16-Bit Hall-Effekt-Daumenstick mit Klickpunkt super gewesen. Gerade für die Kamerasteuerung ist eine solche Lösung wesentlich präziser und komfortabler. Und apropos Klickpunkt, auch dem Trim-Wheel hätte ein Klickpunkt gut zu Gesicht gestanden und uns somit einen weiteren Button ermöglicht. Haptisches Feedback, also Vibration, wie es beispielsweise bei anderen Controllern Standard ist, gibt es beim Echo leider nicht und ich weiß nicht, vielleicht liegt's an meinem Alter, meinen Augen oder an beidem. Aber die LED, die den laufenden Betrieb signalisiert, ist mir bei normaler Helligkeit im Raum zu schwach und kaum wahrnehmbar. Der Echo schaltet mir auch zu schnell ab, hier würde ich gerne selbst entscheiden, ob und wann er das macht. Dass ein Controller dieser Art auch perfekt zu einem besseren Flugerlebnis auf Konsole beigetragen hätte und bei vielen Usern aktuell regelrechte Jubelschreie ausgelöst hätte, darf hier auch nicht unerwähnt bleiben.
Aber wir haben beim Echo einen Preispunkt von einem UVP, der bei 149,99 € liegt. Und das ist für eine solch starke und ausgereifte Hardware absolut fair. Dieser Preis hätte mit all den genannten ergänzenden Punkten und nötigen Lizenzen, beispielsweise für PlayStation und Xbox, selbstverständlich niemals gehalten werden können und läge sicherlich jenseits der 250-€-Marke. Von daher geht man hier einen tollen Mittelweg für eine Zielgruppe, die jedoch breiter hätte sein können. Ihr seht hier bereits einen Testflug mit der Beechcraft F33A Bonanza von Carenado. In Kombination mit Maus und Tastatur erschaffen wir mit dem Echo ein umfangreiches Setup an PC und Mac für die virtuelle Fliegerei. Mit den gezeigten Handgriffen in der Konfiguration erhalten wir eine präzise Steuerung, wie ich sie im Simulator noch mit keinem Controller erlebt habe. Wo ich an anderen Controllern einfache Knöpfe drücke und an Grenzen stoße, bediene ich hier Schubhebel, Trimmrad, verschiedene Schalter und Rudderwippe. Und was soll ich sagen, es funktioniert einfach perfekt. Für viele User ist das eine echte Alternative zu großen Cockpits und Standard-Controllern. Gerade dann, wenn man wenig Platz hat oder einfach nicht mehr Geld ausgeben möchte, eine überzeugende Lösung. Selbst der Helikopterflug, hier gezeigt im UI, lässt sich damit sauber realisieren und der Controller individuell konfigurieren. Denkt bitte daran, dass Helikopter ein eigenes Flugprofil haben. Auch hier blende ich, zur leichteren Orientierung für euch, meine hinterlegte Standardbelegung kurz ein. Also ihr merkt schon, ich bin vom Echo sehr angetan und er beeindruckt mich in vielen Punkten. Leider halten wir damit keine plattformübergreifende Lösung in den Händen, aber an PC und Mac meiner Meinung nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos besten Controller, den man bekommen kann. Nicht ohne Grund ist die Verfügbarkeit aktuell noch sehr eingeschränkt und die Hardware, sobald sie verfügbar ist, sofort wieder ausverkauft. Wer ihn sich bestellen möchte, geht am besten direkt auf die Honeycomb Homepage und behält dort die Verfügbarkeit im Blick. Dort lässt sich auch eine Benachrichtigung per Mail einrichten, sobald der Controller wieder verfügbar ist. Den Link zur Homepage packe ich euch, wie erwähnt, unter dieses Video in die Videobeschreibung. Für Fragen und Ergänzungen zum Gezeigten nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Was haltet ihr vom Echo? Ist er für euch eine echte Option in der virtuellen Fliegerei? Gerne greife ich euer Feedback in kommenden Inhalten mit auf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft kein Video auf Andiana TV mehr verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Energy ist da, Andiana TV, wir fliegen im Flow, die Reise geht weiter, der Flieger steigt hoch. ILS Capture, Approach im Blick, das Wetter wird rau, doch wir bleiben intakt, Klick. Autopilot raus, ich nehm das nun von Hand, butterweich setzen, wie ich es besser nicht kann. Andiana TV, wir heben